Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Doktorchens Keller. Ist Kabel gleich Kabel oder gibt es da doch qualitative Unterschiede? Das erfahrt ihr in diesem Video. Nach dem letzten Video über symmetrische und unsymmetrische Signale dachte ich, es schadet nicht, ein paar praktische Tipps für den Kabelkauf mal noch nachzuliefern. Für diejenigen unter euch, die aus der Synthi-Ecke kommen, keine Sorge, es ist auch schon wieder das nächste Synthi-Video in der Pipeline. Nun aber zu unseren Kabeln. Ich möchte noch dazu sagen, es geht um Audiokabel, also für Mikrofonsignale, Instrumentensignale, AUX, Line. Es geht nicht um Lautsprecherkabel beispielsweise, also die, mit denen man Endstufen und Lautsprecher miteinander verbindet. Das ist tatsächlich nochmal ein komplett anderes Thema. Grundsätzlich besteht ein Kabel aus zwei Teilen, einmal dem Stecker und einmal dem Kabel. Damit das Video nicht zu lang wird, schauen wir uns heute die Stecker an, im Teil 2 dann die Kabel. Ich habe jetzt hier mal ein paar Beispiele, das sind alles Klinkenstecker, 3 an der Zahl und wir sehen, die sehen schon recht unterschiedlich aus. Was man vielleicht als erstes sieht, der eine ist vergoldet. Der Sinn hierbei ist, dass das Kabel nicht korrodiert. Es geht also nicht darum, dass das Kabel irgendwie besser klingt, sondern es geht darum, dass es nicht oxidieren kann. Denn wenn das passiert, dann wird die Übertragungsqualität des Kabels tatsächlich signifikant schlechter. Sprich, sind beide Kabel neu, gibt es keine Unterschiede zwischen vergoldet und nicht vergoldet. Wenn das Kabel ein paar Jahre alt ist und gesteckt bleibt vielleicht auch noch, dann ist so ein vergoldeter Kontakt auf jeden Fall sinnvoll. Nice to have, aber muss nicht unbedingt sein. Was hier auch auffällt, das gilt für alle 3, wenn ich die mal hier aufeinander schlage, das sind alles Stecker aus Metall. Es gibt auch Kunststoffstecker, solange die vergossen sind, ist das auch nicht unbedingt ein Problem, da kommen wir gleich zu. Wenn man die aber so wie hier aufschrauben kann, dann empfehle ich darauf zu achten, dass die Hülse wirklich aus Metall ist. Es gibt welche mit Plastikhülsen, die sind aber sehr lavede, sprich tretet ihr dort einmal drauf, macht's und es hat sich für die Hülse erledigt. Wie gerade schon gesagt, ich kann dieses hier aufschrauben, denn das Kabel ist tatsächlich verlötet. Also man sieht hier auch die beiden Lötkontakte für den Tip und den Sleeve. Es gibt auch Kabel, die vergossen sind, die kann ich nicht aufschrauben. Da habe ich hier jetzt auch mal ein Beispiel, wenn auch kein Klinkenkabel. Aber dieses Cinch-Kabel hier, da kann ich nichts aufschrauben. Also da wird einfach das Kabelende genommen und dann wird der Stecker im Prinzip drauf gegossen bzw. drauf gepresst. Ist jetzt grundsätzlich kein Problem, wenn das so gefertigt ist. Der Nachteil, wenn man selber löten kann zumindest, ist, wenn ich jetzt hier einen Kabelbruch hinter dem Stecker habe, muss ich den Stecker abschneiden und der Stecker ist ein Totalverlust. Wenn das so ist wie hier, kann ich ihn halt ablöten, kürze das Kabel bis hinter den Bruch und kann ihn wieder anlöten. Also rein von der Wirtschaftlichkeit her, ich habe meist Kabel, die wirklich gelötet sind, einfach weil ich die selber im Zweifelsfall reparieren kann. Gucken wir uns das nächste Teil an. Wir haben hier hinten jetzt so eine kleine Feder. Die ist tatsächlich als Knickschutz. Wenn ich hier die Hülse nochmal drauf stecke. Ne, also es geht genau darum, dass eben das Kabel nicht bricht. Im Regelfall passiert es nämlich hinter dem Stecker. Und hier gibt es jetzt schon tatsächlich recht unterschiedliche Varianten. Wenn wir in diesen Stecker hier mal reinschauen, sehen wir, hier ist hinten so eine Plastikhülse drauf, die kann ich auf dem Kabel auch nicht verschieben. Wenn wir uns jetzt diese Sache hier mal anschauen, ich schraube auch diesen Stecker mal auf, der ist schon deutlich aufwendiger. Hier ist der Knickschutz letzten Endes eine Gummihülse, die ich auf dem Kabel auch verschieben kann. Das ist tatsächlich wirklich so die beste Lösung, die man haben kann. Ich habe gerade gesagt, der Stecker hier sieht auch relativ komplex inne aus. Diese komplexe Konstruktion verfolgt noch einen weiteren Punkt, nämlich die sogenannte Zugentlastung. Es kann ja durchaus passieren, man zieht mal an einem Kabel oder es stolpert jemand drüber und dann soll eben verhindert werden, dass die komplette Last beim Ziehen auf den Lötkontakten liegt. Bei den einfachen Steckern
und das ist jetzt bei diesen beiden hier so, sehen wir, das ist einfach ein umgebogenes Stück Metall, das das Kabel hier hält. Das ist halbwegs funktional, aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Wenn ihr das Kabel im Studio verwendet, ihr steckt das einmal und fasst es dann nie wieder an, dann ist es nicht so problematisch. Wenn ihr das Kabel aber auf einer Bühne verwendet, zum Beispiel Gitarrenkabel, wo wirklich die Gefahr besteht, es stolpert mal jemand drüber, dann ist so die Variante, wie das hier bei diesen Neutrik-Steckern ist. Sprich, hier schraube ich die Hülse dann von vorne drauf und verteile quasi die Zugkraft auf den kompletten Stecker, wenn ich daran ziehe. Das ist tatsächlich dann so der Königsweg. Der Nachteil daran ist, der Stecker ist dann schon relativ wuchtig. So, im Vergleich. Bei manchen Anwendungen spielt das keine Rolle. Wenn ihr jetzt aber beispielsweise eine Verkabelung irgendwo hinten im Rack habt, wo ihr nur begrenzt Platz habt, dann sind diese großen Hülsen zum Teil nicht ideal. Aber wenn ihr hinten was in einem Rack verkabelt, werdet ihr die Kabel ja wahrscheinlich auch nicht regelmäßig rein und rausstecken. Und da wird auch keiner drüber stolpern hinten im Rack, hoffe ich mal. Da ist es dann auch wieder nicht so entscheidend. Da ist dann der Platzvorteil unter Umständen der größere. Wenn man hinten in einem Rack verkabelt, ist das nächste, was problematisch werden kann, tatsächlich, wie biegsam so ein Kabel ist oder auch nicht. Das ist aber tatsächlich etwas, das schauen wir uns im nächsten Video an. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr habt was Neues lernen können. Lasst mich das doch bitte unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten gilt wie immer, Video teilen, Video liken und Kanal abonnieren, damit ihr das nächste Video nächste Woche nicht verpasst. Bleibt mir nur, wie immer zu wünschen, gehabt euch wohl.